Herzlich willkommen in meiner kleinen Werkstatt. Wie versprochen, hier das Video, um euch mal durch die Werkstatt zu führen. Direkt im Eingang links befindet sich der erste Arbeitstisch zusammen mit der Kapungierungssäge. Dies ist sehr praktisch, da man vom Eingang aus direkt Sachen schneiden kann. Hier sind auch Sachen, die man öfters mal braucht, wie zum Beispiel Schraubenschlüssel, Messgeräte, Cuttermesser sowie eine Kiste für kleine Holzstücken. Eine Papierrolle befindet sich ebenfalls im Eingangsbereich, sowie diverse Hämmer und Zangen, weil man hier einfach sehr gut schnellen Zugriff hat. Hier nun meine Kapungierungssäge. Wie man sehen kann, habe ich die eine Seite verlängert. Diese ist noch nicht ganz fertig, dort wird noch ein Anschlag gebaut, um exakte Längen zu messen, und wird natürlich auch ein kleines Signal angebracht. Die Säge, mit der bin ich sehr zufrieden, bis auf die Absaugung, wo ich halt nochmal dran arbeiten werde. Meine Absaugung ist hier zu sehen. Das ist ein Einhell-Staubsauger mit einer Automatik, welcher über ein Rohrsystem an jeden Bereich in der Werkstatt benutzt werden kann. Davor habe ich einen Zyklon gesetzt, um halt die Feststoffe abzuscheiden. Hier sieht man eins der Blastgates. Das ist mein zweiter Werktisch, welcher für die Zuarbeit an dem großen Werktisch gedacht ist. Hier sind meine Bits zu finden, sowie meine 3 Akkuschrauber und diverse Kleinteile auf der rechten Seite. Oben kann man sehen, dass ich eine Ablage gebaut habe für alle Klebebänder. Oben drüber befinden sich Farben und ähnliches und auf der linken Seite unsere 2 RC-Cars. Nun zu meinem Hauptwerktisch. Er ist ausgestattet mit einer Makita-Säge, ist auf Rollen gelagert, damit ich ihn auch durch den Raum schieben kann oder auch in andere Positionen bringen kann. Besonderheit ist, denke ich mal, der Parallelanschlag, sowie auf der rechten Seite die kleinen Fächer, in denen all meine Geräte, Stichsäge, Schleifer, Oberfräse untergebracht sind. Ich habe einen relativ schnellen Zugriff dadurch auf alle Geräte und habe auch direkt Strom am Tisch, habe an dem Tisch selber 4 Stromanschlüsse. Der Parallelanschlag ist jetzt hier zu sehen, welcher halt die Möglichkeit hat, über den kompletten Tisch zu fahren, da mir der Originalanschlag nicht so gut gefallen hat. Das sind meine 3 Akkuschrauber. Einer wird genutzt zum Bohren, der andere für die Senkköpfe und der dritte zum Schrauben. Hier meine Handtools, die sich in dem Tisch verbergen und jederzeit schnell zugreifbar sind. Nun seht ihr meine kleine Zwingensammlung. Das sind große, kleine Zwingen, das sind welche von Metabo, Besley, Wolfkraft, alles dabei. Oberhalb der Zwingen kann man jetzt hier meine ganzen Schrauben sehen, welche ich in den direkt originalen Kasten lasse. Dafür habe ich mir ein Regal gebaut, wo ich sie ablege. Hier ist ein kleines Fach zu sehen, wo ich übergebliebene Schrauben unterbringe und diese immer zuerst nutze. Ja, direkt erreichbar am Tisch sind Stifte, sind Messgeräte, alles in einzelnen Fächern verpackt und natürlich, was nicht fehlen darf, das Radio. Nun kommen wir zu meiner X-Carve. Ich habe über dem X-Carve einen Fernseher angebracht, den ich halt direkt mit meinem Laptop
verlinken kann und so die Möglichkeit habe, halt auch direkt die Sachen dort zu sehen, beziehungsweise auch andere Sachen halt darzustellen auf dem Monitor. Die Fräse selbst hat eine Grundfläche von 1 x 1 Meter. Ich kann hierzu auch nochmal gerne ein separates Video machen. Das ist eigentlich recht interessant. Die Fräse verwende ich eigentlich in relativ vielen meiner Videos, wie ihr meistens sehen könnt. Unter der Fräse habe ich einen großen Bereich, wo ich halt Resthölzer unterbringe, sowie über der Fräse auch. Nun sind wir im hinteren Bereich. Dort habe ich meinen Bohrer, meine Schleifgeräte und natürlich meine Heizung. Dies ist mein Kameraarm, mit dem ich überall die Möglichkeit habe, in der Werkstatt zu filmen und die Kamera in jegliche erdenkliche Position zu bringen. Hier im Vordergrund kann man noch meine Bandsäge sehen, mit der ich nicht ganz so zufrieden bin. Ich denke, da wird noch eine neue folgen. Ich hoffe, ihr wart mit der kleinen Tour zufrieden, habt mal einen kleinen Einblick bekommen, wie es in meiner Werkstatt zugeht. Ich würde mich über Kommentare, Likes oder Abos sehr freuen.